Servus und Hallo zum 28. Baustellen-Update hier auf dem Kanal von meinem ersten Hausbau in Bad Goisern in Österreich. Die Ausgangslage war dieses Hanggrundstück, wo wir sowohl für das Carport als auch für das Haupthaus richtig viel Erdmasse abtragen und wegtransportieren mussten. Darauf folgend das Fundament und der dreistöckige Rohbau, der in den letzten Wochen mit dem Dachstuhl seinen Hut aufgesetzt bekommen hat. Ich darf euch heute im Video das komplett fertiggestellte Dach der Sonnleiten-Residenz vorstellen und ich darf mit euch unseren, ehrlich gesagt, sehr sportlichen Zeitplan sagen, wie es die nächsten Wochen ausschaut und was uns genau eigentlich jetzt so wirklich treibt. Aber ich würde sagen, wir schauen runter zum Anfang vom Projekt Sonnleiten-Residenz. Ihr wisst es, nach wie vor grundsätzlich unverändert hier auf der rechten Seite, nach wie vor verdammt viel Platz, den wir jedes Mal wieder sehr genießen und dahinter könnt ihr jetzt zur frühen Nachmittagsstimmung, sage ich mal, das Haus von der Bergseite sehen. Und wenn wir schon dabei sind, gehen wir am besten hier ein bisschen hierher. Und zwar mal hier mit Blick auf die Südostseite und den fertiggestellten Windladen des Hauses. Ihr habt es das letzte Mal auch schon auf der Nordwestseite, also genau vis-à-vis davon gesehen. Und hier natürlich auch der Form halber komplett fertiggestellt. Was ihr ebenso seht, sind hier die Anschlüsse an die Kupferdachrinne. Zum Beispiel hier, wo dieses gelbe Rohr runtergeht. Das bleibt, denn mir gefällt Gelb irrsinnig gut. Spaß. Natürlich nicht. Das ist nur provisorisch, ist jetzt für den Winter, auch jetzt für den Herbst und Frühling, kommt natürlich viel Wasser zusammen und das haben wir in dem Fall auch wieder kontrolliert abgeführt, kommt in den tatsächlichen Regenwasserablauf, der es dann auch zukünftig beim Haus sein wird. Das ist sowohl auf der als auch auf der anderen Seite gelöst worden. Vorne raus, da haben wir es einfach generell ein bisschen vom Haus weggeführt, dass es quasi Richtung Tal runterrinnt. Ist ja nur ein Provisorium, das dann quasi nächstes Jahr auch wieder geendet wird. Warum, fragt ihr euch vielleicht, das erkläre ich dann euch am besten, wenn wir am Dach drauf sind. Aber bevor wir da jetzt hochgehen, schaut euch mal die Situation beim Haupteingang an. Ebenso fertiggestellt, fertig gedeckt, alle Übergänge fertig gemacht. Ihr seht auch hier diese 5 bis 7 cm, die Verblechung mit der Tropfennase, die quasi über diesem doppelten Windladen, dem geschnitzten Windladen, türmt, sage ich jetzt mal. Und auch diese Vierstabdeckung darauf, richtig gut geworden, richtig schön, gefällt mir extrem. Und das war auch ganz schön viel Arbeit. Wie ihr wisst, grundsätzlich ein gleiches Prozedere wie auch damals in der Folge, wo wir von der Wiederkehr das präsentiert haben. Hier ist es genau gleich. Wir blenden euch ein paar Drohnenaufnahmen ein, denn das Dach sieht man natürlich am allerbesten, wenn man mit der Drohne drauf schaut und nicht von hier unten. Dennoch schaut es auch von hier unten sehr gut aus, wie auch das andere Detail, das ich euch noch zeigen möchte. Also, ich darf euch begrüßen, kommt rein beim Haupteingang des Hauses in das Zwischengeschoss, in der Zwischenetage. Wir bewegen uns nur ein halbes Stockwerk wieder hoch, direkt in die Dachgeschosswohnung, beziehungsweise die Erdgeschosswohnung in dem Fall. Und dann stehen wir schon hier im Flur, drehen uns ein wenig zu unserer Linken und dann sind wir beim Eingangsclip, wo wir eigentlich jetzt gestartet haben. Die große Wiederkehr hier oben dann mit den Fixelementen drauf, aber bleiben wir jetzt mal kurz bei den Verblechungen. Da geht links und rechts das Satteldach rein. Wir blenden euch gerne einen Clip vom letzten Video ein. Das war noch Holz. Ist jetzt genau wie auch die Windläden, ist ja auch eine Art Windladen, quasi verblecht worden. Das ist hier wirklich ein Brett, das quasi ummantelt ist vom Blech. Hier wieder mit der Tropfnase, damit das nicht hier runterrennt, unkontrolliert oder so. Auch das ist abgeschlossen worden. Also vielleicht film mal hier rein. Da ist dieses Blech, das quasi das Wasser wirklich rein in die Dachrinne leitet. Ebenso aus Aluminium. Und wenn man dieser Linie nach oben folgt, seht ihr auch hier oben dieses kleine tückische Eck abgeschlossen worden, damit man da drauf wieder aufbauen kann, wenn es dann heißt Isolierung draußen. Das gleiche, symmetrisch natürlich auch da drüben passiert, passt jetzt wunderschön zur Dachrinne da drüber in Aluminium. Wie gesagt, darunter ist es Kupfer, weil das edelste Material immer unten sein soll, damit eben nicht das Dach bzw. das Aluminium, die Substanz davon angegriffen wird. Da hinten seht ihr auch diese Dachrinne, die eben provisorisch angebracht worden ist. Und ich würde sagen, wir verschwenden keine Zeit. Einen Sprung hoch und zwar auf das Dach, solange wir noch können. Ich muss schon ehrlich sagen, ich genieße es sehr, auf einem Dach herumzulaufen. Ich bin jetzt nicht extrem
höhenaffin. Also ich habe jetzt nicht die wildeste Höhenangst, aber ich habe doch durchaus Respekt. Und ich glaube, diesen Respekt kann ich gar nicht verlieren, aber ich gehe deswegen hoch, weil das Gerüst hier noch da ist. Ihr seht das Geländer, auch das Gerüst mit den Netzen, das kommt jetzt dann weg, weil es zu weit an der Fassade dran gestellt ist. Ist das jetzt ein Fehler von der Baufirma? Nein, ist es nicht. Warum eigentlich? Weil die zukünftigen Schritte, also Fassade, das Dämmen der Fassade, aber auch die Schalung des Hauses, das braucht natürlich alles Platz, dass man daran arbeiten kann. Sind ja doch um die 20 cm, die draufkommen, dann kann das Gerüst nicht so weit bei der Wand stehen. Kommt aber auch ein anderes Gerüst hin. Das heißt, das kommt über den Winter weg, wahrscheinlich in den kommenden Wochen, und dann werdet ihr das Haus mal komplett frei sehen, entkleidet, nackt, werdet ihr mal die Sonnleitenresidenz sehen. Und dann im kommenden Jahr, wenn die Fassade drauf ist, werden auch diese provisorischen Regenleitungen oder Regenrinnenableitungen quasi wirklich final gemacht. Auch wieder in Kupfer, damit es schön dazu passt mit diesen vertikalen Verbindungen dann zu den Regenwasserabläufen. Aber vielleicht seht ihr es ja schon im Winkel, wenn es jetzt extrem auf Weitwinkel gestellt ist. Ich darf euch den Kamin der Sonnleitenresidenz vorstellen. Allen 4 Seiten wunderbar verblecht worden. Tolle Arbeit. Auch wenn man sich das im Detail anschaut, echt super gemacht. Freut mich, dass das jetzt alles schon abgeschlossen ist. Das war nämlich gar nicht so easy, Leute. Da gibt es nämlich vom Schiedl, also dieser Schiedl-Kamin, da gibt es 3, also jeweils pro Kamin so Päckchen mit Schrauben, so ganz spezielle Geschichte, um das da oben eben alles zu befestigen. Vor allem die Rohre da, die Verblechungen, die da drauf sind. Die haben wir nicht mehr gefunden. Wir sind quer durch das ganze Haus gelaufen. 2. Untergeschoss, 1. Untergeschoss, im Erdgeschoss. Ich bin sogar rundherum gelaufen. War nirgends mehr auffindbar. Keine Ahnung, wo das dann jetzt herumliegt. Wir haben auf jeden Fall eine Alternative kurzfristig auftreiben können. Und dann konnten wir diese Woche das Thema Dach wirklich zu 100% abschließen. Inklusive auch dem Dach für den Kamin. Wie ihr seht, das ist hier in Niroster ausgefallen, passt zu den Abdeckungen hier. Anfangs war mir das gar nicht bewusst, aber ich muss ehrlich sagen, schreibt es gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt. Ich habe es jetzt doch schon ein paar Tage genießen dürfen und seht es auch jetzt in den Drohnenaufnahmen. Ich finde, es passt echt gut dazu, vor allem ab da hört quasi das Anthrazit auf und dann wird das Material ein bisschen heller, das heißt im Vergleich zum Himmel und so passt besser dazu sogar als Anthrazit, weil es sich nicht so sticht. Vielleicht war das auch grundsätzlich der Gedanke. Keine Ahnung, ich habe da ganz ehrlich keine Entscheidung in dem Bezug getroffen. Weil ich jetzt gerade darüber schaue, schaut mal darüber, da seht ihr nämlich eine der Entlüftungen. Wie ihr wisst, Strangentlüftungen und Raumentlüftungen. Und das ist eines dieser Elemente, möchte ich echt noch hervorheben. Das ist nämlich richtig super bei Prefa. Das ist ein vorgefertigtes Element bereits. Das heißt, das alles hier, diese Schnittstellen, sind die alles schwierige Stellen zum Abdichten und so, ist aber quasi ab Werk schon so angefertigt, können echt entspannt verlegt werden, genau wie der Rest, werden von unten eingeklemmt, werden dann hier ein paar Mal genagelt. Auch diese Schneehaken, die ihr hier alle in dieser schönen Symmetrie seht, die werden alle von oben eingehängt und können somit echt wirklich viel Schneelast gleichmäßig auf das Dach aufteilen. Vor allem bei uns, ihr wisst es, wir sind in Österreich, liebe Leute, zwar nicht in Tirol, aber auch bei uns gibt es echt viel Schnee. Mal mehr, mal weniger. Jetzt war es immer ein bisschen weniger, aber doch konstant immer Schnee. Und da ist es schon wichtig, dass diese Last gleichmäßig aufgeteilt wird, denn dann schmilzt das alles weg und die Dachrinnen können das problemlos kontrolliert ableiten und das Wasser dürfte eigentlich dann kein Problem sein, vor allem bei dieser sauberen Verarbeitung. Schaut gerne mal hier rüber, die Wiederkehr wirklich toll. Auch hier mit dieser Abdeckung, genau die gleiche wie auch auf dem First hinter euch. Richtig schön, richtig edel. Freue mich drauf, wenn die Geländer und die Brüstungen und das Zeug einfach weg ist, damit man das Haus in seiner tatsächlichen Form ein bisschen besser sieht und nicht immer diese Netze rundherum hat. Auch wenn ich dann und auch der Josie nicht mehr aufs Dach gehe, weil ich das natürlich nicht riskieren werde. Aber liebe Leute, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema und zwar, wie schaut es jetzt zukünftig aus? Und zwar in den nächsten Wochen, denn wir haben einen extremen Zeitdruck und einen sehr straffen Zeitplan. Am besten schauen wir hier direkt nochmal drunter in den Wohn-Ess-Bereich. Ich habe nämlich diese Woche erfahren, wann meine Fenster kommen. Nächste Woche liegen sie allesamt, fast alle, ihr wisst es, die Saunafenster, die liegen dann alle im Lager von Wirt Hohenburger und die Woche drauf, KW 47, werden die alle eingebaut.
Ziel ist es natürlich, bis dahin, ihr seht ein paar Markierungen hier drinnen. Schaut mal gerne rein. Hier noch nicht so viel, ist ja nur die Küche. Aber ihr seht hier diese markierten Leitungen. Das ist alles für den Installateur. Das heißt, da kommt nächste Woche dann die Bautruppe und die werden da schon stemmen, was nur geht, damit installiert werden kann. Das gleiche macht auch der Elektriker. Wir arbeiten uns vom zweiten Untergeschoss zum ersten Untergeschoss dann auch hier hoch, zeichnen an, wirklich dann auch die Übergabe, die Übernahme und dann wird gestemmt. Das soll natürlich alles bestenfalls schon rauskommen, das ganze Mauerwerk, bevor die Fenster kommen. Wie gesagt, KW 47. Eine Woche haben wir noch Zeit und dann kommen die Fenster schon. Also haltet uns echt mal die Daumen, ob das was wird, ob sich das ausgeht. Ansonsten könnten wir vielleicht ein Problem bekommen. Wir werden sehen. Auf alle Fälle, ich möchte euch jetzt noch ein wichtiges Detail zeigen, das sich jetzt in Bezug auf diese Stämmen und so ergeben hat. Denn Innenputz hat einen riesengroßen Faktor oder eine riesengroße Einwirkung auf den Maueraufbau. Vor allem, wenn man ihn verkleiden möchte. Aber da schauen wir mal runter. Genau ein Stockwerk. Das ist aber nicht zu unterschätzen, denn wir drehen uns mal hier rüber und zwar am besten zu dem Fenster. Ich möchte euch das nämlich jetzt am Realmaß vom tatsächlichen Fenster zeigen, damit ihr wisst, was ich da so was ich mir darunter vorstelle. Am besten ein bisschen runterfilmen, damit ihr das seht. Das ist das Fensterbankerl, Rohbaulichte. Da kommt dann das Fenster her und von da weg muss natürlich mindestens bis hierher mal das Fensterbankerl. Unter dem Fenster verschwindet auch ungefähr 1 cm. Bis hierher kommt das Fensterbankerl. Da kommt nochmal, falls man ihn drauf gibt oder eben nicht, 1,5 cm Innenputz. Und dann kommt nochmal 5 cm Altholz, beziehungsweise die Unterkonstruktion und eben das Altholz. Und dann nochmal 2 bis 3 cm für das tatsächliche Fensterbankerl, wenn es raussteht. Und das alles muss drinnen sein, bevor verputzt wird, damit man dann die tatsächlich richtige Länge des Fensterbankerls hat. Denn das ist kein Holz, wo man einfach dann rüberschneiden kann, damit es tatsächlich dann passt, falls mal nicht ganz so korrekt ist. Beim Stein, da muss es wirklich pfeifen, da muss es sitzen und deswegen kommt da, nachdem die Fenster eingebaut sind, nochmal wer her, misst das Realmaß ab, damit wir da keinen Fehler bauen, denn innerhalb von einer Woche sind die Fensterbankerl anscheinend schon da. Und es hat sich ein Riesenthema ergeben, nämlich dieser ganze Bereich, schaut euch das mal an, ihr steht im Wohnzimmer, das ist die Fernsehwand. Da wird ein gigantisches TV-Board hinkommen vom Tischler. Das wird echt der Wahnsinn. Ja, jetzt kommen wir dann endlich mal ins Thema Interior. Nächstes Jahr dann. Da freue ich mich. Aber jetzt mal der ganze Bereich. Okay, alle Wände, die ihr hier seht. Alles wird Altholz. Alles hier drinnen. Das ist hier so, das ist unter uns nochmal so, das ist aber auch über uns nochmal so. Das heißt, da war die Frage, sollen wir das innen verputzen, ja oder nein? Und ich werde es aber tatsächlich innen verputzen, obwohl Altholz draufkommt. Aber bei den Fensterleibungen werde ich mir das sparen, weil diese 1,5 cm Innenputz doch nochmal viel Platz wegnehmen. Und dann kommt hier nochmal eine Unterkonstruktion und nochmal das Holz. Denn hier rund um die Leibung wird immer das Altholz auch angepasst. Mit schön auf Gärung geschnitten, sowohl hier als auch oben natürlich. Drunter dann das Fensterbankerl. Und da muss man echt schauen, dass das nicht zu wenig ist, beziehungsweise dass es nicht zu viel ist. Ansonsten geht das Fenster nicht mehr auf. Und dann hast du ein Riesenproblem. Das wäre echt komisch, wenn die Wand Altholz wäre und die Fensterleibung zum Beispiel weiß bleibt. Ich glaube dann eher großteils negativ. Das gleiche ist auch natürlich bei den Terrassenelementen zu beachten, nur dass wir hier zumindest mal kein Fensterbankerl haben, da bin ich sehr froh drüber. Aber auch hier wieder das gleiche mit dem Aufgehen der Türen bzw. mit dem Abstand dann auch zum Rahmen, damit das alles schön ausschaut, mit Aufgärung geschnitten, hier dieser ganze Bereich. Generell ist eigentlich jetzt eine neue Situation, dass alles wirklich hier drinnen Altholz wird. Ich werde bei gewissen Teilen der Wohnungen auf Altholz verzichten, weil es einfach auch nicht sein muss und nicht wirklich zum Raumklima beiträgt. Aber da, wo ich es gerne haben möchte, da werde ich das natürlich schon alles unterbringen und dann auch indirekt beleuchten. Und auch dieses Thema indirekt beleuchten, ihr wisst es ja, ich werde das hochziehen auf 2,40 Meter sowas und dann wird es nach oben leuchten und man wird einen weißen Rand der Wand noch sehen und dann geht es auch noch auf die Decke über, auch in weiß. Das heißt aber,
da muss natürlich verputzt sein dahinter. Dass dieser weiße Streifen oben dementsprechend auch da ist natürlich deutlich einfacher, wenn man es dann so regelt. Ich hoffe, ihr könnt mir da in der Hinsicht irgendwie folgen. Aber wir drehen uns jetzt gleich, denn diese Wohnung, wie ihr wisst, hat ja alle Zwischenmauern schon aufgestellt. Hier der Abstellraum, da diese Abtrennungsmauer zwischen Schlafzimmer, zwischen Badezimmer. Und genau da haben wir ein sehr großes Thema, denn wir hatten heute Vormittag bereits einen Termin, ich und mein Saunabauer, und es werden sich ein paar sehr coole Dinge ergeben hier drinnen. Wie ihr wisst, es hat eine Änderung gegeben, es wird keine L-Bank, sondern es werden 2 Bänke hier sein, ungefähr um die 2 Meter, da kann man sich ganz entspannt auch hinlegen, also richtig cool, sehr funktional. Da wird die Vorderseite jeweils geschlossen sein, gibt es ja auch in schwebend, ich blende euch das gerne ein, gebe es auch in schwebend. Ich habe das aber gern geschlossen, gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur, finde ich persönlich. Mir gefällt das auch sehr, wenn das dann hier rund ums Eck so eine Rundung ist. Dann wird der Ofen hierher kommen, da müssen wir jetzt schon viel vorsehen. Den Starkstromanschluss, wir schauen dann, dass wir mit den Leitungen reinkommen. Da wird noch jeweils eine Entlüftung reinkommen pro Stockwerk. Ist einfach verpflichtend anzubringen. Das gleiche auch mit so einem roten Schalter, so einem Notfallschalter. Ist auch ein neues Thema, das jetzt angekommen ist bei mir. Da muss ich jetzt noch schauen, dass das dann auch mit dem Elektriker geklärt wird. Mache ich dann wahrscheinlich alles am Montag, wenn er dann auch vor Ort ist. Und auch hinter euch, ihr kennt es und seht es, das sind die Leitungen, die eben bezüglich den Unterputzkörpern für die Armaturen quasi benötigt werden. Hier die beiden also der Waschtisch, auch hier die Dusche. Waschtisch hat sich auch ganz viel ergeben, denn ich habe ein tolles Angebot zusätzlich bekommen, das deutlich günstiger ist, aber meiner Meinung nach von der Qualität deutlich besser ist. Das habe ich beim Josie gesehen. Der hat nämlich ebenso so einen Waschtisch anfertigen lassen und die haben das richtig gut gemacht. Freue mich schon auf das Angebot, mündlich habe ich schon bekommen, aber wenn das dann schriftlich auch noch dasteht, dann bin ich schon sehr zufrieden damit und dann wären das sensationelle Waschtische zu einem fairen Preis, meiner Meinung nach. Aber liebe Leute, wir schauen nochmal hoch. Das heißt, nächste Woche wird scharf geschossen. Wenn ihr auch live dabei sein wollt, schaut gerne auf Instagram vorbei. Ich schaue immer, dass ein paar Stories drinnen sind, dass ich euch Behind-the-Scenes-Aufnahmen von dem Ganzen zeigen kann. Bekommt auch Einblicke, die ihr hier auf YouTube in der Hinsicht nie bekommt. Also wenn es euch interessiert, schaut gerne vorbei. Lasst auch dem Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Wir haben dieses Video. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Es ist nur mehr der harte Kern der Abonnenten da. Jetzt möchte ich mal was mit euch erklären. Wir haben dieses Video jetzt schon, also wir gemeinsam, das ist unser zweites Mal, dass wir dieses ganze Video, hier dieses Baustellen-Update filmen, weil einfach das Audio vorher nicht gepasst hat. Das haben wir anders gelöst. Egal, wir mussten auf jeden Fall alles nochmal machen. Josie ist nochmal hergefahren und ich habe selber schon probiert, dieses Video zweimal zu filmen. Das war gestern, hat auch nicht geklappt. Aus technischer Hinsicht. Von dem her, danke fürs Zuschauen, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns nächste Woche, wenn richtig viel abgeht. Macht's es gut!